Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor wir mit dem Video durchstarten, nur eine ganz kleine Werbeunterbrechung zum Start des Videos. Und zwar sind wir jetzt im Monat Februar Partner von Opera GX. Wir haben eine Kooperation mit dem Gaming-Browser und vielleicht ist das den einen oder anderen von euch schon ein Begriff. Auf jeden Fall könnt ihr den Browser sehr gerne mal auschecken, indem ihr unten auf den Link unter dem Video klickt. Das habe ich euch da das Ganze mal verlinkt dort. Und ja, Opera GX ist ein Browser, ähnlich auch wie, ja, zum Beispiel, ja, was man halt alles so kennt, so Chrome als Beispiel, ne? Und die Vorteile hiervon ist, dass es halt eben ein spezieller Gaming-Browser ist. Und der bietet verschiedene Features an, zum Beispiel die RAM, CPU und Netzwerkbegrenzer. Ja, dort könnt ihr halt überflüssige Daten halt bereinigen. Der Browser hat ein eingebautes kostenloses VPN, womit ihr halt auch dann anonym im Web surfen könnt, ne? So anonym man halt eben im Web surfen kann. Twitch und Discord-Integration sind hier mit drin, das habe ich auch hier schon an der Seite hinzugefügt, kann man hier ganz easy machen. Einen Release-Kalender, was sehr geil ist, wo euch die neuesten Games immer angezeigt werden und wann diese released werden. Das ist tatsächlich sehr gut. Der Browser hat einen eingebauten Adblocker, wodurch ihr euch nicht mehr mit unnötiger Werbung kämpfen müsst. Ihr könnt sehr viel individuell anpassen und designen. Und er hat einen Dunkelmodus, der selbst auf hellen Seiten das quasi erzwingt. Ansonsten braucht man dafür extra Add-ons. Das ist hier im Browser schon mit drin. Ja, ich hatte mir zum Beispiel hier auch schon einen kleinen Hintergrund hier gemacht so und habe hier auch schon ein paar, ein paar Features hinzugefügt. Und ja, in der GX Corner hat man hier dann halt eben die ganzen Updates über die neuesten Games und hier ist auch der Release-Kalender, ne, wo man halt eben sieht, okay, hier wirklich jeden Tag kommen irgendwelche geilen Games raus und hier kann man sogar noch erweitert gehen und kann hier sagen, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel auf, weiß ich nicht, August, was kommt da raus? Ja, und dann kann man hier sehen, oh, 19. November, Grand Theft Auto 6. Ja, das ist ganz geil und testet das sehr gerne mal aus. Den Link findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Das hat sehr viele coole Features auf jeden Fall, wie ich finde. Und jeder einzelne Download supportet mich auch. Also falls ihr mir auch was zurückgeben wollt, dann klickt sehr gerne auf den Link. Downloadet euch das und wenn euch das nicht gefällt, dann deinstalliert ihr das halt wieder. Aber jeder einzelne Download supportet mich tatsächlich hier und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an Opera GX für die Kooperation im Februar. Ja. Wir gehen rein auf EU25, denn dort haben wir gestern einen heftigen Push hingelegt. Ja, ich hatte, glaube ich, 60 Level plus gemacht oder so. Das wollte ich euch hier noch zeigen. Ich habe das hier noch im VOD drin. Da seht ihr hier schon, der Gildenchat ging auch ganz gut ab, auf jeden Fall. Ne, wir hatten hier, muss ich noch mal gucken, wir hatten hier oben irgendwo gestartet mit Stufe, ja, lass mich lügen, irgendwas in der 180er, irgendwo so Mitte 180, so 184, glaube ich, oder so war es gewesen. Ne? Und dann sind wir in einem Rutsch wirklich, das ging relativ schnell. Ich hatte auch gestern nur Zeit für 2,5 Stunden Stream und davon sind ja noch die anderen Server dabei, bis hier unten hin Stufe 240. Ja, also wir haben hier 50, 60 Level gestern gemacht und das tatsächlich auch in einer neuen Gilde. Wir sind jetzt bei Supernatural. Wir wurden aus der anderen Gilde verbannt, kann man jetzt nicht so sagen. Wir waren ja vorher bei Immortal, ja, und dort wurde ich halt eben gekickt. Ich hatte verplant gehabt, mein Gildenpad auszubauen und wurde dann halt eben aus der Gilde geschmissen mit der Begründung, weil ich ja eh bald aufhöre, so, ne? Ja, daraufhin wurde ich dann halt eben rausgeworfen und ich habe es halt einfach vercheckt gehabt. Hätte man mich einmal darauf hingewiesen, dann hätte ich das natürlich sofort ausgebaut, aber ja, dadurch, dass ich ja schon angekündigt hatte, dass ich eh bald aus der Gilde bzw. von dem Server halt gehen werde und hier eh nicht langfristig spiele, haben sie mich gleich rausgeworfen. Ja, und das ist auch gar kein Problem. Und ich wünsche da auch Immortal alles Gute weiterhin, viel Erfolg auf dem Server. Und ich hatte mir dann auch gleich eine neue Gilde gesucht gehabt.
Und ja, da sind wir jetzt bei Supernatural und der Gilde. Die sind hier auch sehr, sehr gut am Start. Die haben hier auch schon eine gute Ritterhalle. Also die ist wirklich vergleichbar mit der, wo ich jetzt vorher war. Also die Steine sind jetzt nicht wirklich schlechter. 476, ich weiß gar nicht was. Okay, ja, Immortal ist noch ein klein bisschen höher, aber ansonsten ist das auch vollkommen fein. Hatten gestern hier wie soll ich sagen, die Einladung offen, so, und dann bin ich dann halt einfach reingejoint und ja, auf jeden Fall auch eine nette, coole Gilde hier, deswegen auch Grüße raus hier an die komplette Gilde. Und ja, wir haben gestern tatsächlich 50, 60 Level circa machen können hier auf dem Account und haben hier ordentlich reingeballert, denn was mich hier halt gecarried hat, war halt auf jeden Fall die Unterwelt, ja. Und der damit eingehende Gladiator, den wir jetzt hier schon mittlerweile auf 8 gepusht haben, ist jetzt nicht die 100%ige Spielweise, wie man es so machen sollte. Ne? Aber ich habe hier jetzt Fokus auf den Gladi gelegt. Da können wir auch mal Glücksrad drehen. Vielleicht haben wir noch ein paar Seelen mit dabei hier. Direkt. Ja, viele waren es nicht. Und tatsächlich kam mir auf dem Server hier noch der World Boss und die Katalysatoren kam mir tatsächlich noch entgegen, denn ich hatte hier relativ viele gehabt und konnte mir noch Holz, Steine und Seelen kaufen, wodurch ich dann halt ja auch den Ausbau hier relativ schnell pushen konnte. Hatte ja auch dann die Mine schon auf 10 und ja, dementsprechend halt auch schon sehr viele Dungeons erledigt. Das hatten wir gestern im Stream gemacht. Heute will ich auch nochmal live gehen, heute Abend. Deswegen schaut da gerne vorbei. Da werden wir noch ein bisschen weiter pushen. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen. Wir haben hier auch Epic Event gespielt und haben auch direkt meine Begleiter alle komplett equipped. So, die haben hier jetzt auch schon alle Equipment. Ich weiß nicht, Steine fehlen noch dem einen oder anderen. Ja, das Problem ist bloß, wir haben halt keine Ressourcen mehr, weil ich relativ faul bin, was die Festung anbelangt. Ja, da fehlt es mir so ein bisschen an den Ressourcen und ansonsten haben wir hier auch schon überall top aktuelle Steine drin. Hatten ja vorher auch noch Level 1er Steine aus der Mine und haben das dann hier auch gleich alles geändert. Jetzt fehlen mir hier noch ein paar Edelsteine bei der Kunigunde. Und Bertram fehlt noch ein Stärkestein in der Waffe. Wir werden mal gucken, ob wir hier noch den einen oder anderen Stein rauskriegen. Da haben wir schon mal einen für einen Bertram. Ja, das sind hier gute Steine. So, Verzauberung, ich weiß gar nicht. Haben wir noch nicht drauf. Ja, hier fehlt die auch noch. Und hier haben wir auch soweit alles durch. Also ich muss sagen, der Assassine macht auch echt Laune. Hätte ich nicht gedacht. Aber ist definitiv eine Klasse, die mir auf jeden Fall Spaß macht. Also zumindest mehr Spaß als die Klassen, die ich jetzt davor gespielt hatte. Wie zum Beispiel den Pestdoktor. Den fand ich jetzt vom Spaßfaktor her. Also ist eine coole Klasse so, aber vom Spaßfaktor her ja, fand ich tatsächlich die etwas ältere Klasse, den Assassinen, tatsächlich jetzt auf dem Server hier ein bisschen besser. So, Kunigunde hat jetzt volle Steine, Marquardt auch, Bertram jetzt auch. Und ja, da können wir eigentlich reingehen. Schon wieder in den nächsten Dungeon. Wir haben hier gerade einen Schattenwelt-Dungeon freigeschaltet. Da können wir mal gucken, ob wir hier schon den ersten Gegner legen. Und ob wir hier auch schon direkt weiter pushen können. Oder wie das aussieht. Ja, mal gucken. Ich habe gestern so weit gepusht, bis ich nachher so langsam gemerkt habe, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Deswegen könnte es sein, dass wir hier relativ schnell am Limit sind. Allerdings ja, haben wir noch ein ganz, ganz großes Ding offen, und zwar den Märchenturm. Märchenturm haben wir gestern auch von 1 auf 35 gepusht und hatte Schattenwelt, Lichtwelt, Wirbelwind, alles mitgenommen. Und dann hatte ich mich dann erst neu equipped. Ne? 256er Aura haben wir jetzt. Mittlerweile auch schon wieder ein bisschen outdated, weil mit dem neuen Equip habe ich natürlich dann auch wieder gepusht. Und dann ist das Equipment natürlich dann auch wieder outdated geworden. Und das ist natürlich, ja, immer so eine Sache. Das geht relativ fix. Aber ich sag mal so, ja, das ist natürlich auch geil hier. Diese Phase in dem Spiel, sag ich mal immer so,
zwischen, keine Ahnung, zwischen 170 und 250. Das macht richtig, richtig Laune, weil du wirklich so extrem schnell vorankommst. Du pusht durch die Dungeons, du kriegst dann Epics, die du deinen Begleitern geben kannst. Deine Begleiter werden stärker, schaffst mehr in der Schattenwelt. Dann gehst du in den Märchenturm rein, schaufelst dort ordentlich Gold, weil Märchenturm gibt halt echt viel Gold. Plus halt auch noch Epics. Und das macht echt Laune. Dadurch kommst du weiter im Level, wirst stärker, equipst dich neu, schaffst dann auch wieder mehr in der Lichtwelt. Die Lichtweltgegner geben dann richtig gut XP. Und so ist das dann, ja, so ist das ein geiler Cycle, der zwischen diesen, oder ich sag mal, innerhalb diesen Levelbereichs ist, wo du halt, keine Ahnung, innerhalb von einer Stunde wirklich so wie ich gestern 50, 60 Level dann auch mal machen kannst, ne? Deswegen, das macht richtig Feeds. Ja, es macht richtig Feeds, macht das. Und das habe ich auch gestern sehr genossen. Ja, ansonsten gucken wir mal rein in den Märchenturm. Da seht ihr, sind die ganzen Gegner hier First Try. Ich guck mal, ich würde ganz gerne tatsächlich 1, 2 Epics nochmal ins Klöchen schmeißen. Dafür brauchen wir aber Epics so wie das hier, was jetzt nicht mehr so aktuell ist. So, denn wir haben nämlich auch Klo-Event. Und das sollte man natürlich dann auch nutzen. Märchenturm. So, haben wir nochmal einen Helm. Ja, den tauschen wir auch nochmal hier. Zack. So, und da pushen wir jetzt so lange weiter, bis wir wieder das nächste Epic haben, was wir dann in die Toilette schmeißen können. Intelligenz. Hut. Ja, die Items sind auch schon wieder besser. Kann man hier auch schon wieder neu equippen. So, ist zwar jetzt nicht mehr so dieser krasse Unterschied wie gestern, aber immerhin. So, plus 2. Ja, den können wir jetzt beruhigt in die Toilette schmeißen hier. Zack. Hätten sogar fast eine Doppelspülung, ne? Schade. Da haben 5 gefehlt. Ja, ansonsten hätten wir heute noch eine Aura höher sein können. Jetzt alleine durch die Toilette. Aber ja, ihr seht auf jeden Fall, da ist noch einiges machbar jetzt hier. Und das ist halt, wie gesagt, nur, in Anführungszeichen, der Märchenturm, ne? Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie es in der Dings hier aussieht. Warte mal, ich glaube, wir haben auch... Ja, stimmt. Was ich ganz gerne gehabt hätte, ist noch 1, 2 Geschickssteine mehr für mein ja, Main selbst, sag ich mal. Weil wir haben jetzt momentan, schade, relativ viel Ausdauer. Das ist so ein bisschen problematisch hier. Ich würde ganz gerne ein bisschen mehr Damage haben wollen. Aber das ist mir im Moment leider nicht gewährt. Deswegen... Ja, müssen wir da jetzt halt eben auf... Sind wir halt wieder der Ausdauer-Assassine hier. So, das tauschen wir auch mal aus. Ja, das Gold kann man hier mal gut benutzen, um dann in die Skills zu packen hier. Zack, 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 zack. Und am liebsten hätte ich ja jetzt noch ganz gerne ein Lichtwelt. Warte mal, wir gucken mal, ob wir den ge-one-shottet kriegen. Wir haben ja jetzt einen krassen Damage-Boost bekommen. Könnte sein, wir waren jetzt zu greedy und das wird nichts. Aber falls wir den jetzt hier ge-one-shottet kriegen, dann haben wir gleich bessere Chancen in den Dungeons. Ja, könnte sein, war jetzt ein Fehler. Und wir hätten das erst am Ende des Tages machen können. Aber ja, mit 1% mehr Leben fighten sich die Dungeons natürlich auch besser. Aber es sieht gut aus. Der Fight sieht gut aus. Der Doppelzombie, ich denke, der ist hier auch First Try. Und damit haben wir wieder 350.000 mehr Leben, wodurch die Gegner jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Chancen haben. Und sehr schön, Roman der Ruchlose, der ist tatsächlich auch direkt down dadurch, ja, der gute Roman. Ja, das ist ja der Thorsten auch nochmal, Thorsten 1.0 in den Dungeon hier, weil Thorsten heißt ja mit Nachname Roman. So, und deswegen, das ist hier tatsächlich der CEO, ist tatsächlich mehrmals in dem Game in verschiedenen Dungeons vertreten. Ja, okay, aber krasser Fight trotzdem gewesen. Wir haben gut ausgewichen hier an der Stelle. Und ja, haben jetzt nochmal ein paar Level-Ups hier mitnehmen können. Das sieht definitiv ganz gut aus. Und war, glaube ich, jetzt hier für uns ein ganz guter Auftakt, sag ich mal, in der Gilde. Weil, ja, ich wurde ja aus der Gilde gekickt. Da war ich noch Stufe 180 und wollte den Tag eigentlich pushen. Ne? Und...
Oh Gott, oha, das ist ein krasses Update. Ja, und wollte den Tag eigentlich pushen in der Gilde. Hab dann nun in der Gilde nicht mehr gepusht, weil ich ja dann rausgeschmissen worden bin. Und ja, habe dann quasi den Push in der neuen Gilde gemacht dann. Und das war natürlich dann ein sehr guter Start ins Game, sag ich mal. So, der ist auch noch direkt down. First Try würde ich fast sagen. Hier haben wir noch Schuhe, plus 23. Kriegt auch die Kunigunde. Die hat da ein bisschen mehr von. Und wir können ja am Ende des Tages immer noch im Shop blättern für die neuesten Items. Aber Osteros, das sah jetzt ganz gut aus. Ja, 245 geht direkt weiter. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Plus 29. Kunigunde 68. Ja, kriegt hier auch die Kunigunde. Ne? Sei es drum, gönnen wir ihr mal so ein bisschen. Dann haben wir hier in kürzester Zeit hier auch schon wieder 5 Level gemacht, ohne große Anstrengungen hier. Jetzt haben wir hier allerdings einen harten Blocker vor uns hier. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht viel mit SF-Tools gespielt, aber ja, ich glaube, die besten Chancen haben wir jetzt nach wie vor in der Schattenwelt. Hier stehen wir jetzt auch vor einem Blocker mit den Mage hier an der Stelle. Ne, die besten Chancen haben wir im Märchenturm, davon ab, aber jetzt so, wo es jetzt, sag ich mal, Erfahrung gibt. Ne? Also ich wollte halt schnell im Level hoch, deswegen, ja, deswegen das. Aber Märchenturm, brauche ich nicht viel zu sagen, seht ihr selbst, ist halt komplett, ja, sind noch sehr viele Ebenen offen auf jeden Fall hier. Aber da werden wir heute im Stream noch ein bisschen weiter grinden. Also wenn ihr da dabei sein wollt, dann schaut da auch sehr gerne vorüber. Neue Droplets, so wie ihr seht, sind auch am Start. Die könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne dort abholen. Und ansonsten soll es das soweit gewesen sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.